Auftakt der 20. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge im sauerländischen Brilon. Es ist die Tour der Legenden, die an die Väter dieser Idee erinnern soll. Deshalb treffen sich die Teilnehmer auch auf dem Hof der Firma Paul Witteler. Schon auf den ersten Blick fällt auf, die Lkw sind aus dem gesamten Bundesgebiet, aus den Niederlanden, Belgien und der Schweiz angereist. Wieder geht alles an den Start, was unter den klassischen Lastwagen Rang und Namen hat. Bilder, die man einfach auf sich wirken lassen muss. Groß ist natürlich auch die Freude der Teilnehmer selbst, sich nach 2 Jahren endlich wiederzusehen. Viele kennen sich von vorangegangenen Touren, sind durch die gemeinsame Leidenschaft längst sowas wie Freunde fürs Leben geworden. 84 wunderschöne Klassiker gehen an den Start und mit ihnen meistens Männer, die wissen, was es bedeutet, diese Prachtstücke auf der Straße zu bewegen. Viele sind ehemalige Lkw-Fahrer oder gestandene Spediteure, Menschen aus der Branche eben. Wir machen es ja nicht das erste Mal, aber es bedeutet jedes Mal Pi mal Daumen 1 Jahr Vorbereitung für ein kleines, aber schlagkräftiges Team. Wir müssen Partner suchen, wir müssen gute Plätze suchen. Wir brauchen ein Motto für die Tour. Man glaubt es gar nicht, aber die Geschichte der Nutzfahrzeug-Oldtimer ist ja gar nicht so alt. Das begann Anfang der 80er Jahre. Gut, sind jetzt auch schon fast 50 Jahre her. Und da hat das begonnen, dass die Ersten gesagt haben, nein, die Autos sind zu gut, um sie wegzutun. Man muss sie bewahren. Und heute sind wir froh, dass wir so viele schöne Autos auf der Tour dabei haben. Man bekommt Demut. Man bekommt Demut vor dem, was das Fahrpersonal jeden Tag leistet. Und wenn man dann wieder selber hinterm Steuer sitzt, weiß man, jo, das ist immer noch ein toller Job, aber immer auch noch ein harter, aber sehr verantwortungsbewusster. Viele dieser Lastwagen haben Geschichte geschrieben und die Menschen, die mit ihnen unterwegs sind, können Geschichten erzählen. Zu den Pionieren im Teilnehmerfeld der Deutschlandfahrt gehört ganz sicher auch Karl-Heinz Lörs aus Kaast. Sein 1961er Faun L8 mit 175 PS Deutz-Motor ist eine Augenweide und der Blick ins Cockpit verrät, dass diese Kabine aus einem anderen Jahrhundert ist. Noch gut kann sich Karl-Heinz an die Anfänge der Deutschlandfahrt erinnern. Ja, alle Touren habe ich mitgefahren. Die erste bis heute. Es ist keiner dabei, der alle Touren mitgefahren hat. Ich bin der Einzige. Jetzt guckst du. Jetzt weißt du nicht, was du sagen sollst. Nur der Junior Fährenkötter, der ist von Anfang an auch mitgefahren als junger Bursche. Aber ich bin derjenige, der alle Touren mitgefahren hat. So, jetzt bist du platt, was? Jetzt kannst du nichts mehr sagen. Ich höre, jetzt kommt nichts mehr. Das sind Deutschlandfahrten, die organisiert sind, vorher sehr gut organisiert. Ist für alles gesorgt, wenn man unterwegs ist. Man braucht sich um nichts mehr kümmern. Und das eine Woche lang ist also eine sehr schöne Sache. Ja, da ist der Robert Fährenkötter, der hat das Spiel ja angefangen. Und ich weiß noch, die ersten Touren, da hat er sich auch irgendwie schwer getan. Das war für ihn ja auch alles was Neues. Aber das hat sich dann entwickelt, das bis zur Perfektion. Kann man einfach nur so sagen. Aus dem Junior Fährenkötter ist längst ein branchenbekannter Unternehmer geworden. Und klar ist Joachim Fährenkötter als Mitveranstalter wieder mit seinem Büssing 6000, Baujahr 1955, mit von der Partie. Gefolgt von einem ganzen Tross an historischen Lkw, die sonst alle im Museum der Familie Fährenkötter stehen. Doch kommen wir noch einmal zurück zur Idee der Deutschlandfahrt und damit auch auf die Erhaltung alter Lastwagen. Zurückblickend auf die damalige Zeit alles andere als zwangsläufige Gedanken, sondern beinahe schon visionär. Es geht in erster Linie um legendäre Menschen, also um die Menschen, die diese Szene gegründet haben, die ersten Oldtimer restauriert haben, die ersten Treffen gemacht haben, die im Grunde genommen eigentlich so der Weckruf waren, damit diese Szene überhaupt entstehen konnte. Ich erinnere immer gerne daran, dass 1978, 79 gab es 10 restaurierte LKWs in Deutschland und heute gibt es 14.000, 15.000, vielleicht sogar mehr. Am Anfang ist das so, also ich war 13 Jahre alt, das ist ein großer Spaß, am Sonntag zu einem Schrottplatz zu fahren und einen Oldtimer, also einen Schrotthaufen zu finden und zu sagen, den holen wir jetzt nach Hause und was machen wir damit? Dann waren die ersten Autos restauriert, man ist zu Treffen gefahren. Und dann hat man irgendwann aber schon gespürt, so Mitte der 80er Jahre,
da entwickelt sich was. Also da kommt viel mehr und die Szene wird immer größer. Aber am Anfang war es eigentlich eine spleenige Idee, nicht mehr und nicht weniger. Wie kann man nur Autos restaurieren, die eigentlich auf den Schrott gehören oder die man eigentlich nicht mehr braucht? Je nach Wohnort erwartet die einzelnen Teilnehmer der 7-tägigen Tour der Legenden eine Strecke zwischen 1700 und 2300 Kilometer. Für manchen der Nutzfahrzeugklassiker schon eine ganz schöne Herausforderung, um nicht zu sagen Belastung. Und für die Fahrer der Oldies natürlich auch. So ganz ohne Servolenkung, da weiß man schnell, woher der Name Berufskraftfahrer seinen Ursprung hat. Natürlich gibt's zwischendurch auch Pausen und ein wenig Erholung und Zeit für Fachsimpeleien. Und auch wenn es zuweilen ganz schön anstrengend wird, für viele ist diese Tour der Inbegriff von Urlaub. Nicht um die Füße hochzulegen, sondern um die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu leben und zu genießen. Da sind wir immer gerne mit dabei. Und die es gegründet haben, Bölling und Fehrenkötter und diese Männer haben das ins Leben gerufen. Und ich war 96 das erste Mal dabei. Das war 100 Jahre LKW, da waren wir in England, in Milton Keynes mit den Oldtimern. Und ja, es ist immer wieder toll. Mein Parfüm, das Diesel, ist einfach, ja, man lernt Leute kennen, man lernt immer neue Leute kennen, aber mit alten Autos und natürlich dann wird hinterm Wagen Diesel gequatscht und von alten Zeiten und weißt du noch da. Wir waren ja auch mal jünger, da hat mich jetzt einer gefragt, gehst du immer noch über Tisch und Bänke? Ja, ich sag, bin auch älter geworden, ne? Ja, aber es ist einfach die Gemeinschaft, wenn die Holländer dazukommen und das ist einfach toll. So viel zur Einstimmung auf die Tour der Legenden, also die 20. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge. Mehr über das, was die Teilnehmer unterwegs sonst noch so erlebt haben, in einer der kommenden Ausgaben von Eurotransport TV.